Hallo, in diesem Video schauen wir uns Linearkombinationen von Vektoren an. Wir nehmen uns ein kartesisches Koordinatensystem und zwei Sorten von Vektoren, Vektor a und Vektor b. Und nun können wir uns durch eine Kombination dieser beiden Vektoren wie aus zwei Sorten Lego-Bausteinen andere Vektoren zusammenbasteln. Indem wir zum Beispiel zweimal den Vektor a nehmen, kommen wir hierhin auf den Punkt 6, 2, 0. Oder indem wir noch einmal den Vektor b hinzunehmen oder mehrmals kommen wir an jeden beliebigen Punkt. Diese Kombination aus Vektoren können wir nun als einen neuen Vektor c auffassen, der sich aus zweimal dem Vektor a und dreimal dem Vektor b zusammensetzt. Wir sehen, dass die Addition dieser Vektoren gerade 980 ergibt. Das sind die Koordinaten dieses Punkts. Man sagt, dass der Vektor c eine Linearkombination aus den beiden Basisvektoren a und b darstellt. Eine Linearkombination kann man allgemein so schreiben: ein Vektor c lässt sich darstellen als ein Vielfaches vom Vektor a plus ein Vielfaches vom Vektor b, wobei diese Werte r und s reelle Zahlen sind. Hier in unserem Beispiel ist r gleich 2 und s gleich 3. Es gibt an, wie viele Vektoren wir von der roten Sorte und wie viele von der schwarzen Sorte wir genommen haben. Durch eine solche Linearkombination aus zwei Vektoren kann man also eine gesamte Ebene erreichen, je nachdem wie viel wir von welcher Sorte nehmen. Zum Beispiel können wir auch hier hinkommen. Wir dürfen auch Bruchstücke von Vektoren nehmen, um in die Zwischenräume zu kommen, oder subtrahieren, um in die entgegengesetzte Richtung zu kommen. Unsere beiden Basisvektoren spannen also immer eine Ebene auf. Nur mit einer Ausnahme: wenn wir die beiden Basisvektoren kollinear wählen, also der eine ist ein Vielfaches vom anderen, dann kommt keine Ebene raus, sondern nur eine Gerade. Wie bei einem Regenschirm: wenn die Speichen in unterschiedliche Richtungen zeigen, dann spannen sie ein Stück Stoff auf. Ich habe hier zwei Vektoren genommen, deren z-Komponente jeweils 0 ist. Das muss nicht so sein, ich habe es nur hier so gemacht, damit man diese Ebene mit z gleich 0 hier schön erkennen kann. Aber wir können auch ganz andere Vektoren benutzen, um eine Ebene aufzuspannen, die verläuft dann eben schräg. So, jetzt drehen wir das Spiel mal um. Wir geben uns einen Vektor c vor, 850, und fragen uns, wie können wir den durch eine Addition von a und b zusammenbauen. Also wie viele Vektoren von dieser Sorte und von dieser Sorte brauchen wir, um hier hinzukommen. Das könnte man natürlich durch Ausprobieren herausfinden, aber wir wollen lieber rechnen. Wir schreiben also unsere Gleichung für eine Linearkombination auf. Der Vektor c soll sich zusammensetzen aus r mal Vektor a plus s mal Vektor b. Wir müssen nun in dieser Gleichung die Parameter r und s bestimmen. Bei einer solchen Vektorgleichung geht man immer so vor, dass man die Gleichung zeilenweise liest. Also die erste Zeile lautet 8 ist gleich 3r plus 1s. Das gibt unsere erste Gleichung. Dann gehen wir in die zweite Zeile. 5 ist gleich 1r plus 2s. Und die dritte Gleichung lautet einfach 0 gleich 0. Die können wir uns im Moment mal schenken. Durch dieses zeilenweise Zerlegen haben wir nun ein schönes lineares Gleichungssystem gefunden. Zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten, und das können wir wie üblich lösen, zum Beispiel mit dem Additionsverfahren. Wir multiplizieren die erste Gleichung mit 2 und subtrahieren die zweite davon. Dann bekommen wir 11. Hier haben wir 5r und s ist natürlich weggefallen. So haben wir es ja gemacht. Jetzt brauchen wir diese Gleichung nur noch durch 5 zu teilen, dann bekommen wir r gleich 2,2. Fehlt uns noch das s. Dazu setzen wir das r in irgendeine dieser beiden Gleichungen ein, zum Beispiel in die erste. Dann bekommen wir 8 ist gleich 6,6 plus 1s und können diese Gleichung nach s auflösen, 1,4. Und damit haben wir unser Ergebnis. Wir wissen jetzt, dass wir von der roten Sorte 2,2 Vektoren brauchen und von der schwarzen Sorte brauchen wir 1,4 Vektoren, um zum Punkt 8 Stab 5 Stab 0 zu kommen.
Wie gesagt, können wir jeden Vektor c, der in der Ebene von a und b liegt, durch eine Linearkombination von a und b darstellen. Was allerdings nicht funktioniert, ist, an einen Punkt zu kommen, der außerhalb der Ebene von a und b liegt. Denn mit a und b können wir ja immer nur in dieser aufgespannten Ebene herumlaufen, aber wir kommen nie aus dieser Ebene heraus. Um nun in diese dritte Dimension vorzustoßen, brauchen wir einen dritten Vektor, der in eine andere Richtung zeigt wie a und b, also aus dieser Ebene von a und b heraus zeigt. Dann können wir aus diesen drei Vektoren eine Linearkombination bilden, die uns hier hinführt, in den Raum. Deswegen müssen wir den Vektor 5, 5, 4 nun durch eine Linearkombination von drei Vektoren darstellen. Das sind hier unsere drei Basisvektoren mit den jeweiligen Koeffizienten r, s und t. Um nun diese Werte von r, s und t zu bestimmen, gehen wir genauso vor wie vorhin in der Ebene. Wir zerlegen diese Gleichung zeilenweise. Die erste Zeile lautet 5 ist gleich 3r plus 1s. Und t brauchen wir hier nicht, gibt unsere erste Gleichung. Die zweite Zeile lautet 5 ist r plus 2s. Und die dritte Zeile lautet 4 ist gleich 2t. Schon haben wir wieder unser schönes lineares Gleichungssystem. 3 Gleichungen, 3 Unbekannte. Um dieses Gleichungssystem zu lösen, erkennen wir, dass wir in der dritten Zeile bei diesem Beispiel einfach nach t auflösen können. Wir bekommen t gleich 2. Und die anderen beiden Gleichungen 1 und 2 können wir durch geschicktes Addieren oder Subtrahieren wieder lösen. 2 mal die erste minus die zweite Gleichung gibt 5 ist gleich 5r. S ist dabei rausgefallen. Dieses r können wir nun auflösen, gibt ein r. Nun setzen wir beides zum Beispiel in die erste Gleichung ein und bekommen 5 ist gleich 3 plus s. Das wieder nach s aufgelöst gibt s gleich 2. Und damit haben wir unsere drei Werte r, s und t ermittelt. Jetzt wisst ihr also, wie man jeden Vektor durch eine Linearkombination von zwei oder drei anderen Vektoren darstellen kann. Schauen wir uns noch einen anderen Aufgabentyp an. Es gibt oft solche Zeichnungen, wo eigentlich gar kein Vektor konkret mit Zahlenwerten angegeben ist, sondern wir haben nur eine solche geometrische Skizze und wir sollen nun sagen, wie man zum Beispiel den Vektor d, der hier so eine Raumdiagonale in diesem Quader bildet, aus den Vektoren a, b und c mit einer Linearkombination zusammenbauen kann. Dazu sucht man sich einen Weg, wie man diesen roten Vektor von hier bis da entlang laufen kann oder wie wir an diesen Endpunkt kommen, indem wir diese Vektoren a, b und c benutzen. Wir sehen, wenn wir von dieser Ecke nach da oben wollen, dann können wir erstmal den Vektor a entlang gehen, dann sind wir hier. Dann gehen wir einmal den Vektor b entlang, das ist ja derselbe, den wir auch hier auf dieser linken Seite haben. Und wenn wir jetzt hier hinten sind, dann brauchen wir noch einmal den Vektor c, um hier nach oben zu kommen. Dann sind wir am Ziel. Wir können also sagen, dass wir den Vektor d schreiben können als Vektor a plus Vektor b plus Vektor c. Oder wenn wir zum Mittelpunkt dieser oberen Fläche kommen wollen, dann können wir sagen, wir gehen 1/2 mal den Vektor a plus den Vektor c, dann sind wir hier oben angekommen, plus 1/2 mal den Vektor b. Vektor b ist ja die gesamte Seite und da wir hier nur zum Mittelpunkt gehen, brauchen wir also nur 1/2 mal Vektor b und können die Linearkombination so schreiben. Die Reihenfolge ist übrigens egal, es gilt ja das Kommutativgesetz der Addition. Wir könnten also auch zum Beispiel zuerst den Vektor c entlang gehen, dann 1/2 mal den Vektor a und dann 1/2 mal den Vektor b. Das ist genau dasselbe. Okay.